Ich war am Wochenende in England und ich habe viel erlebt. In diesem Video erzähle ich euch, was ich in England gemacht habe und ihr lernt 50 wichtige Verben im Perfekt. Ich bin mit dem Zug von Edinburgh nach York gefahren. Ich bin in York im Stadtzentrum spazieren gegangen. Ich habe die Stadt erkundet. Erkunden bedeutet, dass man spazieren geht, Dinge anschaut und einen Ort kennenlernt. Es gab viele Eisskulpturen im Stadtzentrum. Die Frau hat die Eisskulptur berührt. Ich habe die Eisskulptur auch berührt. Die Skulptur war eiskalt. Ich habe verschiedene Eisskulpturen gesehen und bewundert. Das heißt, ich habe sie angeschaut und gedacht, wow, sie sind toll gemacht. Der Mann ist Fahrrad gefahren. Ich bin nach rechts abgebogen. Schaut mal, wie viele Leute im Stadtzentrum unterwegs waren. Es war viel los. Die Stadt war sehr voll. Nach einem Spaziergang habe ich in einem Café ein Schokobrötchen und einen Matcha Latte bestellt. Ich habe mein Getränk umgerührt. Mein Partner hat ein Gebäck mit Würstchenfüllung bestellt. Das Schokobrötchen hat so butterig geschmeckt. Es war süß und schokoladig und außen knusprig und innen weich und luftig. Zum Schluss habe ich einen Schluck Matcha Latte getrunken. Ich habe einige Sehenswürdigkeiten besucht. Oh wow, ein Eichhörnchen ist vorbeigerannt. Ich habe mich umgeschaut. Ich bin die Stadtmauern entlang gegangen. Das Wetter war wieder besser, deshalb habe ich meine Kapuze abgenommen. Ich bin die Treppe runtergegangen und habe viele Fotos gemacht. Das ist die kürzeste Straße in York. Ich habe auf das Straßenschild gezeigt. Die Straße hat wirklich einen besonderen Namen. Dann habe ich das Schild gelesen, auf dem Informationen zu dieser Straße stehen. Ich habe viele tolle Bäckereien gesehen. In vielen Bäckereien sind die Backwaren in den Schaufenstern ausgestellt. Ausstellen heißt etwas hinstellen oder hinlegen
damit andere Leute es sehen können. Diese Bäckerei verkauft viele lokale Produkte. Wir haben Schweinekrusten gekauft. Das ist knusprige Schweinehaut, ein salziger Snack. Mein Partner hat auch eine Schweinefleischpastete gekauft. Das ist eine kleine Pastete mit Schweinefleisch. Das war meine Lieblingsbäckerei. Schaut mal, wie schön und lecker alle Backwaren aussehen. Natürlich musste ich etwas probieren. Ich habe eine vegetarische Cornish Pasty probiert. Das ist eine Teigtasche mit Gemüsefüllung. Sie hat richtig gut geschmeckt. Ich habe einen LGBTQ+-freundlichen Laden gefunden. Ich bin in das Geschäft gegangen und habe mich umgeschaut. Ich habe diese Geister genommen, um sie genauer anzuschauen. Dann habe ich sie wieder zurückgestellt. Ich habe die Sprüche auf dem Spiegel gelesen. Danach bin ich aus dem Geschäft gegangen. Das war eine lange Warteschlange. Viele Leute wollten in den beliebten Laden. Ich stehe nicht gern Schlange, ich warte nicht gern, deshalb bin ich nicht stehen geblieben und bin weitergegangen. Ich habe die Tür geöffnet und bin in diesen wunderschönen Seifenladen gegangen. Sie verkaufen viele verschiedene Seifen, die alle richtig gut riechen. Diese Seife ist echt cool und originell. Ich habe eine kleine Plastiktüte mit einem Fisch in der Tüte genommen, um sie genauer anzusehen. Diese Enten sind auch richtig niedlich. Dieser Laden ist wirklich wunderschön dekoriert. Ich habe an der Seife gerochen. Ich habe den Deckel geöffnet, weil ich daran riechen wollte. Ich möchte euch zeigen, was ich gekauft habe. Ich öffne die Papiertüte. Ich habe die Papiertüte geöffnet. Ich zeige euch die Seifen. Ich habe euch die Seifen gezeigt. Diese Seife heißt Grandpa's Greenhouse. Es ist schwierig zu beschreiben, wie sie genau riecht. Sie riecht nach Blumen und Männerparfüm. Ich habe auch diese tolle Seife mit dem Fisch ausgewählt. Zum Schluss lege ich die Seifen wieder in die Tüte. Ich habe die Seifen in die Tüte gelegt. Am Abend habe ich in einem brasilianischen Restaurant gegessen. Ich habe mich am Buffet bedient. Das heißt, ich bin zum Buffet gegangen und habe ausgewählt, was ich essen wollte. Sie haben mir eine Karte gegeben, damit die Kellner wissen, dass ich Vegetarierin bin. Die Kellner schneiden verschiedene Fleischsorten vom Spieß direkt am Tisch auf die Teller der Gäste.
Weil ich kein Fleisch esse, habe ich eine Moqueca bekommen. Das ist ein Gemüseeintopf aus Brasilien. Ich habe nach dem Abendessen noch einen kleinen Spaziergang gemacht und die schöne Beleuchtung bewundert. Ich habe ein bisschen in diesem Buchladen gestöbert. Stöbern bedeutet, dass man schaut, welche Bücher interessant sind. Man ist neugierig, aber man sucht nichts Bestimmtes. Ich habe den nächsten Morgen mit einem Frühstück begonnen. Ich habe gefrühstückt. Der erste Stopp an diesem Morgen war das Transportmuseum. Ich habe die tolle Aussicht genossen. Ich bin die Treppe hochgegangen und danach wieder runtergegangen. Das ist ein alter Fahrkartenautomat. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Auf zum nächsten Museum. Ich habe mich angestellt und gewartet, bis ich dran war. Ich bin in die Bahn eingestiegen und habe die gewünschte Sprache ausgewählt. Danach sind wir durch ein Wikingerdorf gefahren. Der Junge hat einen Apfel in Stücke geschnitten und gegessen. Die Familie hat ein Spiel gespielt. Das Baby hat geweint. Ich habe einen Mann gesehen, der auf der Toilette gesessen hat. Die Fahrt war wirklich sehr interessant. Es gab auch authentische Gerüche, wie zum Beispiel den Geruch von gebratenem Fleisch. Hier habe ich mehr über verschiedene Musikinstrumente gelernt. Dann habe ich auf dem Bildschirm auf ein Instrument getippt. Die Frau hat gesungen. Wir haben ein Instrument gespielt. Nach dem Museumsbesuch habe ich eine Pause gemacht und in einem tollen kolumbianischen Restaurant gegessen. Ich habe den Teller gedreht. Zuletzt habe ich das Castle-Museum besucht, das früher einmal ein Gefängnis war. Ich habe gesehen, wie die Küchen früher ausgesehen haben. Das war eine typische Küche im Jahr 1940. Daneben gab es eine typische Küche in den 80er Jahren. Zu dieser Zeit wurden Fertiggerichte beliebt. Früher haben die Menschen ihre Wäsche draußen aufgehängt. Hier kann man sehen, wie echte Geschäfte früher ausgesehen haben. Ich bin an einigen Geschäften vorbeigegangen
und habe die Dinge im Schaufenster angeschaut. Die Straßenlaterne hat geleuchtet. Ein 8-jähriges Mädchen hat diesen Brief geschrieben. Ich habe ein tolles Wochenende verbracht und hatte viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt viele neue Wörter gelernt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.